liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Alles Hautklar Podcasts, eurem Podcast rund um das Thema Skincare und andere Dinge, die mit der Haut zu tun haben. In der ersten Folge habe ich ja das große Thema Do-it-yourself-Hautpflege angeschnitten und bereits angeteasert, dass ich heute gerne über das Thema Kokosöl sprechen möchte. Genau genommen Kokosöl als Sonnencreme. Und falls ihr euch jetzt berechtigterweise fragen solltet, wie man denn auf die Idee kommt, Kokosöl als Sonnencreme zu benutzen, das frage ich mich jedes Jahr aufs Neue auch. Denn kaum kommt die Sonne ein bisschen raus, kaum wird es ein bisschen wärmer, ist dieser Tipp all over Social Media. Warum ich das Ganze aber recht fahrlässig finde, vor allem in Bezug auf das Kindeswohl, möchte ich euch heute in dieser Folge erklären. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, was eigentlich der Sinn von Sonnencreme ist. Und darauf gibt es eine denkbar einfache Antwort. Sonnencreme soll uns vor Sonnenbrand schützen und selbstverständlich auch das Hautkrebsrisiko reduzieren. Dabei ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie das Sonnenlicht zusammengesetzt ist. Und da ist die für uns relevanteste Strahlung die UVA und die UVB-Strahlung. Beide Formen können für Sonnenbrand sorgen, beide Formen können das Hautkrebsrisiko erhöhen. Bei der UVA-Strahlung ist auch noch der Fall, dass sie zu vorzeitiger Hautalterung führt und dass man davon ausgeht, dass sie für ca. 80% der vorzeitigen Hautalterung verantwortlich ist. Und hier greift dann sozusagen die Sonnencreme, weil sie eben diese Aspekte bzw. uns vor diesen Aspekten in gewisser Weise schützen und präventiv wirken kann. Diese Sachen sind auch wissenschaftlich erwiesen und Fakt. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Problematik des Kokosöls. Es gibt zwar durchaus wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Kokosöl einen Sonnenschutzfaktor von ca. 7 erreicht und dass sozusagen 14% der UVB-Strahlung ungehindert auf unsere Haut treffen, aber in allen Studien, Papers, Journals wird auch immer wieder von den WissenschaftlerInnen gesagt, dass diese Informationen ausschließlich zur Entwicklung von Sonnencremes gedacht sind. Sprich, hier werden diese Infos genommen, fehlinterpretiert und daraus eben die Aussage gezogen, dass all die Pflanzenöle, die da in irgendeiner Form miteinander verglichen werden, einem Sonnenschutzmittel bzw. einer Sonnencreme gleichkommen oder gar eine Alternative dafür sind. Aber das ist einfach nicht korrekt. Und es gibt auch keinerlei Info dazu, wie gut der UVA-Schutz von Kokosöl ist, was ja auch wahnsinnig wichtig ist. Wir sollten uns ja nicht nur vor der UVB, sondern auch vor der UVA-Strahlung schützen, die tiefer in die Haut eindringt, DNA schädigen kann und dadurch eben auch das Hautkrebsrisiko auf Dauer erhöht. Bei einer professionell hergestellten Sonnencreme hingegen, nehmen wir jetzt eine mit SPF 50, ist es so, dass ca. 2% der UVB-Strahlung ungehindert auf unsere Haut treffen. Und jetzt erinnert euch nochmal an den Schutz von Kokosöl. Ein SPF von 7, sprich 14% der UVB-Strahlung treffen ungehindert auf die Haut und eine Sonnencreme mit SPF 50, bei der 2% der UVB-Strahlung ungehindert auf die Haut treffen. Ich nehme da immer sehr, sehr gerne das Bild der Mückenstiche. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Raum, das Fenster ist offen und es fliegen 100 Mücken rein. Und von diesen 100 Mücken stechen euch entweder nur 2 und ihr bekommt definitiv 2 Mückenstiche ab, oder es stechen euch 14 Mücken und ihr bekommt definitiv 14 Mückenstiche von den 100 ab. Das ist schon ein krasser Unterschied und auch körperlich wahrnehmbar. Und genau so sollte man sich ungefähr die Schutzleistung bei Sonnencreme vorstellen. Außerdem findet ihr auch bei den Sonnenschutzmitteln innerhalb der EU ein UVA-Siegel. Das heißt, das ist wie so ein kleiner Kreis und da steht dann die Abkürzung oder das Wort UVA drauf. Und das bedeutet, dass der UVA-Schutz mindestens einem Drittel des UVB-Schutzes entspricht. Sprich, hier habt ihr wieder den Hinweis darauf, wie gut der UVA-Schutz einer Sonnencreme ist. Das habt ihr bei eurem Kokosöl aus dem Lebensmittelhandel natürlich nicht gegeben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung von Sonnenschutzmitteln, denn diese ist extrem zeitaufwendig, kostenintensiv
und benötigt ein hohes Maß an Expertise, dass sich sogar Menschen wie Kosmetikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf dieses Gebiet spezialisieren können, indem sie dann jahrelang arbeiten und sich fortbilden. Denn da hängen so extrem viele Faktoren mit drinne, inwiefern eine Sonnencreme schützt, wie zum Beispiel die Filmbildung, wie sie sich auf der Haut verteilen lässt, ob man sie in der entsprechenden Menge gut auftragen kann und wie eben auch die einzelnen Bestandteile miteinander kombiniert werden. Es dauert teilweise Jahre, bis eine Sonnencreme entwickelt wird, und sie kostet so mindestens 8.000 €, wenn nicht sogar noch mehr. Also diese gesamte Entwicklung geht ganz schön ins Geld. Und das kann man mit seinem Kokosöl definitiv nicht vergleichen, vor allem weil unsere Sonnenschutzmittel nach einer standardisierten Methode getestet werden, um deren Schutzleistung zu bestimmen. Hierbei werden 2 Milligramm des Produkts auf je einem Quadratzentimeter Haut aufgetragen. Dann wird das Ganze bestrahlt und geschaut, inwiefern da eine bestimmte Schutzleistung erreicht wird. Das ist bei eurem Kokosöl definitiv nicht gegeben. Und ihr müsst dann natürlich auch von der Sonnencreme die entsprechende Menge auftragen, um diese Schutzleistung zu erreichen. Das wären zum Beispiel fürs komplette Gesicht 1 Gramm. Probiert das mal gerne mit eurem Kokosöl aus. Ich glaube, danach seht ihr einfach nur aus wie eine Schwarte. Außerdem empfiehlt die WHO einen Breitbandsonnenschutz mit einem SPF von mindestens 15, die American Academy of Dermatology einen SPF von mindestens 30, und das wird von eurem Kokosöl einfach überhaupt nicht erreicht. Und wie bereits erwähnt, gibt es ja auch keinerlei Angaben zum UVA-Schutz. Und man darf auch nicht vergessen, bei Kokosöl handelt es sich einfach auch nicht um eine Sonnencreme oder ein Sonnenschutzmittel, was entsprechend den Vorgaben gerecht wird, sondern es ist einfach nur ein Lebensmittel. Und deshalb finde ich es auch grob fahrlässig, wenn Kokosöl als Sonnencreme bei Kindern angewendet wird. Bei Erwachsenen ist mir das wirklich egal. Da könnt ihr die Entscheidung für euch selbst treffen und mit dem Risiko und mit den Konsequenzen leben. Aber Kinder sind schutzbedürftig und sie sind eben auch extrem abhängig davon, dass ihre Eltern eine informierte Entscheidung treffen. Und es ist auch einfach Fakt, dass Sonnenbrände im Kindesalter das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter extrem erhöhen. Bereits ein stärkerer Sonnenbrand im Kindesalter verdoppelt das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter. Das muss man mal kurz sacken lassen. Und wenn ich mir jetzt mal eine persönliche Geschichte erzählen darf, ich bin eines dieser Kinder. Ich habe in meinem Kindesalter und Jugendalter etliche Sonnenbrände erlitten, weil meinen Eltern der UV-Schutz nicht sonderlich wichtig war. Und ich habe deshalb ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Ich muss regelmäßig zum Hautkrebs-Screening und mir wurden bereits einige Leberflecken entfernt, weil sie problematisch aussahen. Und das war jetzt auch nicht sonderlich angenehm. Also diese Prozedur des Leberflecks entfernen ist nicht sonderlich angenehm. Ich wünschte, ich könnte mir das ersparen. Aber so ist es nun mal. Und man darf eben auch nicht außer Acht lassen, dass Hautkrebs eine der häufigsten Krebsformen ist und dass jährlich tausende Menschen an Hautkrebs sterben. Natürlich sollte man sich auch nicht allein auf Sonnencreme verlassen, sondern auch andere Formen des UV-Schutzes in Erwägung ziehen, wie beispielsweise Kleidung, Hut und Sonnenbrille, und auch nicht bei brütender Mittagshitze irgendwo unterwegs sein. Aber Kokosöl ist einfach kein Ersatz und keine Alternative für professionelle Sonnencreme. Und wir dürfen auch den Aspekt nicht vergessen, dass wenn ihr euch komplett mit einem Öl einschmiert und so in die Sonne geht, dass das Ganze einen Brutzeleffekt hat. Sprich, die Wirkung der UV-Strahlung wird nur noch intensiviert. Und um das Ganze jetzt zum Ende zu bringen, weil meine Stimme mittlerweile sehr heiser ist, weil ich mich so in Rage geredet habe. Aber dieses Thema liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen und betrifft mich auch persönlich. Kokosöl ist keine Alternative für Sonnencreme und wird es auch niemals sein. Deshalb kann ich hier wirklich nur an die Vernunft appellieren. Bitte nutzt kein Kokosöl als Sonnencremeersatz, vor allem nicht für eure Kinder.
Das war's schon mit der heutigen Alles Hautklar Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass euch das geholfen hat und natürlich auch ein bisschen gefallen hat. Ich weiß noch nicht genau, was ich als nächstes Thema aufgreifen werde, ob ich bei diesem Do-it-yourself-Ding bleiben werde. Ihr könnt mir dahingehend natürlich auch jederzeit bei Instagram schreiben oder mir eine Mail schicken. Und ich packe euch selbstverständlich auch alle möglichen Sachen in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne nochmal intensiver einlesen, falls euch das Thema Kokosöl als Sonnencreme interessieren sollte. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal.